Das ist das Endergebnis, Leute, wenn ihr mal Auberginen mal ganz anders machen wollt. Ja, so sieht's aus. Und wie ich das alles so hinbekommen habe, könnt ihr euch in den nachfolgenden Video euch anschauen. Viel Spaß! Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Herzlich willkommen auf unserem Kochschule OE-Kanal und herzlich willkommen auf ein neues Gericht. Was machen wir denn heute? Oder besser gesagt, was mache ich heute? Ich war ja letztens in Leverkusen, da habe ich meinen Vater gefragt, was wir denn mal machen könnten. Da hat er mir empfohlen, Auberginen mal anders. Ich habe ja schon mehrere Auberginen-Varianten gemacht, unter anderem auch dieses Karnıyarık oder ohnmächtige Priester, sagt man ja auch dazu. In 2 Varianten, glaube ich, habe ich das schon hinter mir. Und heute kommt die 3. Variante. Und wie das geht und was da ja alles hinzukommt, wie das gemacht wird, erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt, nach dem Intro. Also bleibt dran. Unsere klassische Ansicht für die Zutaten, wie immer, wir haben 400 Gramm Hackfleisch, dann habe ich eine grüne Paprika, 3 oder 4 sehe ich da, glaube ich, meine Augen sind, glaube ich, auch, ja, 4 sind das. Rote Paprika, dann eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe und ich habe mal hier 4 Auberginen, wenn ihr sehen könnt, verschiedene Arten, so eine kleine, bisschen längere. Die wäre hier zum Beispiel für die normale Aubergine viel zu groß, viel zu dick. Und wenn ihr dran bleibt, wie gesagt, verrate ich euch heute eine andere Variante. Dann fangen wir mal an, die vorher schön waschen. Ja, sind gewaschen. Auch nicht zu nass lassen, weil wir die ja nachher noch braten müssen, sonst spritzt das. Erstmal hier die Köpfe abschneiden. Die Stücklein, die ist ja auch immer dabei, die guckt sich meine Videos an. Einmal hat sie gesagt, das ist so lustig, wenn du sagst, die Köpfe abschneiden. Auf Türkisch übersetzt, Başını, ne? Kopf abschneiden. Besser als, ja, ihr wisst, was ich meine. So, wenn wir die geschnitten haben, einfach mal längs. Ja? Jetzt werdet ihr sagen, ah, diese Variante kenne ich. Ne? Das könnte man zum Beispiel jetzt so braten, da hat man schon mal hier aushöhlen. Aber ich mache eine ganz, ganz andere Variante. Mal gucken, ob ich das überhaupt hinbekomme, wie mein Vater mir das gesagt hat. Der wird jetzt hier nochmal so, Vorsicht mit den Fingern, versuchen gerade zu schneiden, so dass wir 2 haben. Ne? Und wir verwechseln die auch nicht, damit sich das nachher auch schön alles wieder zusammenpasst. Werdet ihr gleich sehen. Den auch nochmal. Wie gesagt, mit den Fingern aufpassen. Schön langsam. So. Also die hier, die gehören zusammen. Die tun wir schon mal hier hin. Na komm. So. Hier das gleiche. Erst einmal in der Mitte durch. Ihr braucht jetzt kein Metermaß oder so, einfach Pi mal Auge. Dann nochmal hier so durch. Und den auch. Nur nicht zu dünn. So, ich mache die anderen 2 auch fertig und melde mich gleich wieder. Dranbleiben. Es geht weiter, Leute. Wie ihr sehen könnt, hoffentlich kann man die Kamera das aufnehmen. Ja, man kann sehen. Ich habe in der Zeit schon die eine Zwiebel klein gehackt, schön fein. Dann die roten Paprika und Knoblauch, die sind schon fertig für die Füllung. Das kommt aber erst später dran. Dann habe ich hier Sonnenblumenöl bzw. Rapsöl, könnt ihr auch nehmen. Hier in so einer Pfanne. Jetzt werden unsere Auberginen da drin gebraten. Und wenn sie dann nicht ganz durchbraten, nur dass sie eben halt ein bisschen weicher werden, dann habe ich hier eine Küchenrolle. Da werden die dann draufgelegt, damit das überschüssige Öl weggeht. Aber alles andere seht ihr ja gleich. Ich versuche die ganzen Varianten hier so beizubehalten, wie wir die gehabt haben.
Ist aber auch nicht schlimm, wenn ihr die vertauscht. Ihr wisst ja nachher, dass das ist natürlich schön, wenn die gleiche Form auf die wieder drauf kommt, ist besser. Seht ihr, passt auch eine nur rein. Die jetzt mal schön anbraten, dann sortiere ich die hier so und melde mich wieder. Ich versuche das Video mal ein bisschen kurz zu halten. Ein paar haben schon gesagt, das dauert immer lange, bis du zum Punkt kommst. Das stimmt. So, dann bis gleich. So, kurzes Update, bevor ich sie raushole. Wie ihr sehen könnt, so ungefähr, das reicht. Also nicht ganz schwarz oder so, weil die kommen nachher auch noch mal in den Backofen rein. Und wenn ihr so drauf drückt, wenn die so ein bisschen weich sind, wenn ihr merkt, oh, man kann mit Gabel schon so reindrücken, dann sind sie genau ideal. Dann könnt ihr sie einfach versuchen, so gut es geht, Öl abtropfen lassen und hier einfach mal so rausholen. Ein bisschen eleganter könnt ihr das erst machen. Von beiden Seiten richtig schön angebraten. So, dann die nächsten rein. Könnt ihr auch direkt live mit dabei sein. Ihr müsst so rechnen, für eine Person eine reicht. Wenn ihr für 2 Personen macht, dann macht ihr einfach nur 2. Wenn ihr für 3 bis 4, dann nehmt halt 4 Auberginen. So, ich melde mich, wenn ich hier soweit bin. Wie ihr sehen könnt, ist alles schon fertig. Die habe ich auch direkt so, wie es auch sein soll, gereiht. Die habe ich erst natürlich vorher hier abtropfen lassen, dann den nächsten und so weiter. Der ist jetzt fertig, den lassen wir jetzt abkühlen. Ja, in der Zeit wechsle ich das Öl und wir gehen an die Füllung dran. Bleibt dran. Es geht weiter, Leute. Ich habe ja hier 400 Gramm, weil man kann nicht einschätzen, wie groß, wie viel Füllung da reingeht. 400 Gramm kann sein, dass es zu viel ist, ne? Aber lieber mehr als zu wenig und es ist gar keine Füllung da. Fleisch, wenn noch übrig bleiben sollte von der Füllung, kein Problem. Ich erzähle euch, was ihr dann damit noch alles machen könnt. Ihr wisst ja meine Art, Fleisch anzubraten, erstmal ohne Öl. Weil im Fleisch selber ist ja Fett drin, der muss sich erstmal lösen. Und immer schön so klein hacken, dass sie keine Klumpen bilden, ja, dass sie so einzeln werden. Wenn man das von vornherein direkt so macht, dann verteilt sich das auch. Ansonsten bleiben die so Klumpen und dann ist nicht gut. Ich kann noch ein bisschen höher stellen. Ich bereite mir in der Zeit schon mal mein Olivenöl. Da kommt natürlich Olivenöl, Salsa, diverse Sachen sage ich schon, diverse Gewürze rein. Aber ich will auch nicht im Bild stehen, das ist echt blöd, wenn man eine zweite Kameramann hätte oder Kamerafrau, wäre natürlich alles einfacher. Aber insgesamt fast 140 oder so Videos habe ich schon hochgeladen, also 140 Rezepte. Damals ja auch mit diesen ketogenen Geschichten, was ich da mal gemacht hatte. Und ich bin übrigens immer noch bei 85 Kilo. Das hat sich mal gelohnt für mich. So, jetzt können wir so langsam mal Öl hinzugeben. Pi mal Auge. Wollen wir nicht zu ölig machen, weil das Ganze ist ja schon fettig. So, ich bereite mal Salsa und so vor in der Zeit, wie das hier bratet. Es geht weiter, Leute. Als erstes tue ich mal hier Knoblauch rein, ein bisschen anbraten, damit er seine Würze schon direkt abgibt. So, Fleisch ist auch schon schön alles
keine Klumpen mehr. Dann können wir die Zwiebeln und rote Paprika auch schon alles reintun. Ich habe noch keine Gewürze drin, Leute. Die Füllung wird schon viel, ich merke das selber schon. Aber wie gesagt, dann kann man hiermit noch Spaghetti machen oder irgendein Nudelgericht oder einfach mal 2 Eier rein. Das werde ich sehr wahrscheinlich machen. Dann habe ich heute wieder meinen Eiweißkonsum. Mal schauen. Wenn es soweit ist, bis ich die Gewürze rein tue, melde ich mich wieder. So, es geht ans Gewürzen. Diesmal habe ich mal so eine Würzvariante mal so gemacht. Ich bin immer noch am Experimentieren, wie ich das am besten hinbekomme. Auf jeden Fall kommt zuerst erstmal Salsa, einen großen Esslöffel Salsa. Ich habe wieder dieses gemischte Karışık Salsa. Ihr könntet natürlich auch Tomaten mit rein tun. Ich habe jetzt nur keine Tomaten gehabt. Und ich weiß nicht, ob man das unbedingt reintun muss. Man könnte, wie gesagt, hier auch noch Tomaten mit reintun. Salsa erstmal so in der Mitte so ein bisschen anbraten. Das sage ich ja auch jedes Mal. So. Wenn es sich dann so ein bisschen gelöst hat, dann können wir können jetzt noch ein bisschen runterstellen, damit das nicht anbrennt. So. Jetzt kommen die Gewürze dran. Als erstes 1 Teelöffel Salz. Dann habe ich hier Kimion, Kreuzkümmel, halben, nicht den ganzen, halben Teelöffel. Dann haben wir rote Paprika, da kann man ruhig einen ganzen nehmen. Dann habe ich hier Pfefferminz, getrocknete, halben. Der gibt auch nochmal so eine schöne Würze. Und zum Schluss Karabiber, schwarze Paprika. Der ist scharf diesmal, deswegen nehme ich nur einen halben Teelöffel. So, dann haben wir schon die ganzen Gewürze eigentlich drin. Wir können ja nachher noch abschmecken, ob noch was fehlt. Wenn noch was fehlen sollte, dann können wir das natürlich noch mit reintun. Mein Vater sagte, irgendwas mit Zucker noch hier reintun. Das kenne ich nicht, aber ich probiere es mal. Jetzt fiel mir das gerade mal so ein. Ich weiß nicht warum, weshalb. Wo haben wir denn Zucker? Moment, ich suche mal Zucker. So Leute, ich habe Zucker gefunden. Nehmen wir mal einen so einen Teelöffel. Das soll angeblich noch leckerer machen. Da bin ich mal gespannt, ob ich das irgendwie rausschmecke. Wenn ihr das mit dem Zucker auch kennt, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ja, das sieht doch schon mal richtig gut aus, Leute, oder? Schaut mal. Ich lasse es jetzt noch so ein paar Minuten hier so vor sich hin dünsten und dann können wir loslegen. So, es geht weiter im Text. Wie ihr sehen könnt, habe ich die ja so schön geordnet. Jetzt nehmen wir mal die obere Schicht. Jetzt fangen wir einfach mal mit dem hier an. Ne? Das ist die obere Schicht von der einen. Dann nehmen wir die andere Oberschicht von der anderen. Die können wir so mal versetzen so. Bisschen freilassen dazwischen. Dann nehmen wir die andere Oberschicht, die tun wir auch hier so hin. Jeden Platz ausnutzen, kann sein, dass es ein bisschen zu eng wird. Und die andere Oberschicht. Jetzt werdet ihr sagen, was macht der Mehmet Oje denn da nur? So,
Jetzt kommt es drauf an, könnt ihr euch zu euch drehen, wie ihr wollt. Die könnt ihr jetzt so ein bisschen, wie ihr sehen könnt, ist das ja schon alles weich. Ne? So vom Rand her so ein bisschen eindrücken. Ne? So eine Mulde bilden, sag ich mal so, für die Füllung. Wenn hier sowas schon rauskommt, wie hier zum Beispiel, hier so ein Teil, habt ihr gesehen, hier, der ist hier schon fast weg, könnt ihr ruhig wegmachen oder ihr drückt das auch nochmal so richtig hier so dran. Wie ihr das eigentlich bei dem anderen, wenn ihr das normale macht, ja auch macht. So, dann haben wir das schon mal fertig. Und das machen wir gleich mit den anderen auch alles. Dann ist das schon fast fertig. Dann nehmen wir unsere Füllung. Am besten mit einem Löffel. Aber ich habe hier gerade... Dann drückt ihr das hier einfach rein. Einfach so reindrücken, da wo die Mulde ist, das hält. Da braucht ihr keine Angst haben. So, ich nehme mal lieber den Löffel, das ist viel besser. Ich will auch nicht im Bild stehen, aber anders kriege ich das nicht hin. Hier auch das gleiche. Wir haben ja viel gemacht, könnt ihr ruhig also viel verwenden, so viel wie hier so reinpasst. Einfach nur mal so andrücken. Den kleinen hier auch. Den natürlich auch. Und ich denke mal, ihr wisst jetzt schon, wie es weitergeht. Mal eine ganz andere Variante, oder? Der hat noch ein bisschen zu wenig abbekommen. Ich habe zwar gesagt, es ist zu wenig, aber doch, das scheint. Es gibt ja gleich noch eine Schicht, ne? Wisst ihr ja. Okay. Hier auch noch so ein bisschen. Ich hatte euch doch hier so diese grüne Paprika noch gehabt. Da zeige ich euch jetzt auch mal was zu. Einfach mal so in die Mitte. Könnt ihr auch so in 4 Teile. Müsst ihr nicht, könnt ihr. Auch nochmal mit hier drauf. So. Den auch noch hier. Und der ist für die anderen 4. Die tun wir mal zur Seite wieder. Wir drehen uns den jetzt wieder so, wie wir den gerade hatten. Da wissen wir auch genau, dass der nach da, der nach da drauf kommt. Jetzt kommt die andere Schicht. Die wird dann hier einfach hier so draufgelegt. Ist das nicht toll, Leute? Mal eine ganz andere Variante, wie man Karneval macht. Ich weiß nicht, wo mein Vater das Rezept her hat. Der hatte, glaube ich, mal früher so einen arabischen Freund oder so, keinen Kollegen, keine Ahnung. Und der hatte ihm das mal, glaube ich, gesagt. So, somit ist die erste Schicht fertig. Jetzt gibt es natürlich die zweite Schicht. Die müssen wir jetzt so ein bisschen versetzen, weil die untere, die ist jetzt ja hier unten. Ne? Machen wir so. Platz, immer so da, wo Platz ist. Bei dem das gleiche. Hier auch das gleiche. Und für den ist hier auch noch Platz. Für den kleinen hier. So. Die nächsten Schritte sind die gleichen. Wenn ich soweit bin, melde ich mich wieder. Es geht weiter, Leute. Wie ich geahnt habe, es ist ein bisschen was übrig geblieben. Kein Problem. Wie gesagt, das könnt ihr jetzt als Spaghetti Bolognese benutzen. Oder einfach 2, 3 Eier rein. Oder einfach so essen. Oder Dürren machen. Gibt so viele Varianten. Aber kommen wir zu unserem Hauptgericht. Das ist jetzt fertig. Nein, ist noch nicht fertig. Es kommt noch eine Soße drauf. Aber wir haben jetzt ja Salz nur ins Hackfleisch reingetan. Aber hier oben drüber ist noch kein Salz. Hier könnt ihr die oberste Schicht, damit es nicht zu salzig wird, hätte ich auch die anderen Schichten auch machen können.
oberste Schicht ein bisschen salzen. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, ja, was ist mit der unteren Schicht? Genau, bleibt dran, dann erfahrt ihr es. Wir machen nämlich eine Soße. Wir nehmen Salsa, so ein bisschen, ne, so ein Viertel Löffel, weil der muss nicht ganz viel sein. Und jetzt kommt Salz und ein bisschen Salz. Das ist dann für die untere Schicht. Das lösen wir jetzt in so ein bisschen Wasser auf. Salsa, also in Wasser auflösen. Wenn ihr warmes Wasser nimmt, löst es sich besser auf. Nur mal zur Info. Ja, ich nehme noch ein bisschen Salsa. Scheint mir ein bisschen zu wenig. Also Salsa in Wasser auflösen mit ein bisschen Salz. Das ist dann für die Soße, für unten drunter, damit das nicht anbrennt. Es wird nicht anbrennen, weil die Auberginen ja schon mit Öl sind, aber sicher ist sicher. Und die dürfen natürlich nicht bis oben hin in Soße schwimmen, ja, das müsst ihr auch beachten. So, nachdem es fertig ist, die Soße, einfach mal hier in die Zwischenräume, ja, dieses Salsa-Wasser, sage ich mal, eine Art Soße eben halt, hier einfach mal so reintun. Wenn ihr noch so ein bisschen Klumpen habt von Salsa, ist nicht schlimm, das löst sich nachher auf. So, dass überall der Boden bedeckt ist mit Salsa-Wasser. So. Wie ihr sehen könnt, der kommt noch nicht mal an die Oberschicht, also nicht mal an das Fleisch dran. Es ist tatsächlich eben auch darauf achten, dass tatsächlich nur der untere Bereich in Soße ist und nicht, dass sie da drin schon schwimmen. So, das müsste reichen. So sieht es aus. Ja, könnt ihr auch noch so ein bisschen so verteilen, dass das auch richtig überall ist. Ich gehe mal mit euch zum Backofen. Den habe ich mal auf 180 Grad Oberhitze, Unterhitze schon angemacht. Der kommt jetzt, so wie es ist, einfach mal hier rein. Nicht lange, 15, 20 Minuten. Wenn es noch ein bisschen weicher wird, könnt ihr ein bisschen mit der Gabel dann andrücken. Und dann ist es eigentlich fertig. Und dazu machen wir noch Pilau. Das zeige ich euch auch noch, wie das geht. Ich mache euch schnell noch Pilau, Leute, damit ihr wisst, wie das geht. Ich habe das auch schon in den anderen Videos euch das schon mal erzählt, aber hier nochmal eine Kurzbeschreibung. Wir brauchen Öl, Boden voll, nur der Boden voll. Und dann brauchen wir diese Reisnudeln, nennt sich das Shehriye, eine Handvoll. Nichts mehr drin, für nächstes Mal holen. Dann brauchen wir nachher, kommt immer drauf an, mit was für ein Glas ihr abmisst. Wenn ihr dieses Glas benutzt, ein Glas Reis und 2,5 Gläser Wasser und ein bisschen Salz. Das war's. Mehr braucht ihr im Prinzip nicht. Und nachher noch heißes Wasser, was ich jetzt ja schon direkt warm mache. Kurz und bündig, ruckzuck gemacht. Wichtig ist nachher, dass hier den Reis richtig waschen, Leute, richtig waschen. Und ja, die einzelnen Schritte seht ihr Step by Step. Ich mache das jetzt und schneide das dann nachher gut zurecht für euch, okay? Damit ihr den Boden nicht dreckig macht, können wir hier einfach so mit einem Holzlöffel. Dann brauchen wir ein Sieb. Am besten so eins. Direkt waschen. Gut waschen, Leute. Richtig gut waschen.
Wenn es so ein bisschen anfängt, so langsam braun zu werden, den Reis, den gewaschenen, einfach da rein. Ein bisschen mit anbraten hier. Unser Wasserkocher ist auch schon fertig. 2-3 Minuten anbraten, dann schon mal Wasser zurecht tun. Wie gesagt, 2,5 Gläser, also Verhältnis 1:2,5. So, erstes Glas Wasser. Seht ihr, der fängt auch schon direkt an zu kochen. Das ist auch der ganze Trick. Kein kaltes Wasser nehmen, Leute. Wenn ihr kaltes Wasser nehmt, dann dauert das immer, bis das erstmal kocht und so. 2,5. Habt ihr gesehen? Zack. Umrühren. Jetzt ein bisschen Salz. 1, 1,5 erstmal. So, dann mal Wasser mal probieren. Ist zu wenig. Dann nehmen wir noch einen halben Löffel. Das heißt 2 Teelöffel. Nochmal das Wasser probieren. Seht ihr, es fängt schon an zu kochen. Jetzt ist gut. Deckel drauf. Abwarten, bis das Wasser eingezogen ist. Wenn kein Wasser mehr da ist, runterstellen, auf kleine Flamme warten. Und ganz zum Schluss zeige ich euch noch was und dann fertig. So Leute, jetzt zeige ich euch einen Trick. Trick 17. Wenn ihr seht, ist schon so langsam Wasser weggezogen. Ganz normalen handelsüblichen Zucker, 1 Teelöffel auch noch mal mit rein. Dann glänzt das nachher ganz gut. Und dann ab jetzt ist die kritische Phase, ob ein Reis gelingt oder nicht gelingt. Kurz vorher eben halt Zucker rein. Weil jetzt kann sein, dass es sich verklumpt und klumpig wird und so. Hier müsst ihr aufpassen. Nachdem ihr Zucker reingetan habt, 1-2 Minuten warten und dann auf kleine Flamme stellen, sodass das Restwasser komplett weg ist. Ja? Das ist ein Gratis-Tipp von mir. Ist noch ein bisschen Wasser, seht ihr? Wenn ihr so macht, dann müsstet ihr den Reis schon fühlen können. Das ist jetzt wirklich der kritische Moment. Hier scheitern die Meister meistens eben daran. Ab hier klebt das und dann wisst ihr nicht mehr warum, weshalb. Ihr werdet sehen, dass das jetzt nicht der Fall wird. So, ab jetzt runterstellen. Komplett aus, einfach so vor sich hin gammeln lassen. So, jetzt zeige ich euch noch einen Trick. Ich habe jetzt im Moment Ramada zum Streichen, Backen und Kochen. Könnt ihr für alles verwenden. Oder ihr nehmt natürlich deutsche Markenbutter. Das geht auch. Und zwar, der hat jetzt noch ein bisschen Wasser drin. Ja, einmal mal kurz. Und ihr dürft auch nicht den Reis so viel irgendwie umrühren. Ja, am besten so, wie er gerade so ist. Seht ihr, der ist schon körnig geworden. Seht ihr das? Ist jetzt nur noch mit Wasser, aber das geht nachher alles weg. Einfach mal so einen Esslöffel Butter. Einfach hier mittendrin. Einfach hier so rein tun. Und Deckel wieder drauf. Der schmilzt sich dann schön rein. Dann habt ihr einen sehr, sehr leckeren Pilau. So Leute, das ist das Endergebnis. Sieht doch schon lecker aus. Pilau ist auch schon fertig. Jetzt zeige ich euch mal, wie man das so serviert. Ne? Also ich mache das immer
So. Eine reicht für mich. Wenn ihr 2 haben wollt, tut ihr euch eben halt 2 rein. Dann könnt ihr auch noch mit einem Löffel hier von der Soße so ein bisschen vielleicht noch hier so drauf tun. Ich tue mal hier noch so ein bisschen oder hier so an den Seiten. Ja, zum Beispiel so wie ihr gerne wollt. Ich mache das jetzt mal für mich. Die Kinder müssen mal selber sehen, wie die da zurechtkommen, was sie da machen. Schaut euch mal diesen leckeren Pilau an, Leute. Ja, vielleicht habt ihr euch mal gewundert, wenn ich das mal hier so einen Haufen hier habe, wie ich das mache. Ganz einfach. Pilau kommt hier in so einer Schüssel. Ich mache mal nicht zu viel. Ein bisschen reicht für mich. Ja, normalerweise habe ich aber den anderen Teller. Jetzt habe ich das schon vorher. Theoretisch müsste ich das in einem leeren Teller machen und dann umdrehen. Jetzt kann sein, dass das. Aber ich zeige euch das auf einem anderen Teller. Ja, da war ich ein bisschen voreilig. Also, normalerweise nehmt ihr so einen Teller. Dann tut ihr das hier so drauf. Und einfach mal umdrehen. Und schon habt ihr das. Und dann könnt ihr das hier drauf tun. Jetzt war ich natürlich ein bisschen voreilig, ist aber gar nicht schlimm. Dann tue ich mir jetzt hier noch eins drauf, das kann dann die Tochter essen. Die ist nicht so groß und dann nehmen wir mal hier diesen kleinen hier. So könnt ihr es dann servieren. So, ab zum Tisch zum Probieren. So Leute, herzlich willkommen am Tisch. Essen ist fertig, unsere klassische Ansicht, wie immer. Jetzt kann ich mich auch wieder hier hinstellen. Früher war ja hier die ganzen Sachen hier voll mit Ordner, Bücher, weil meine Tochter immer am Lernen war. Sie ist jetzt Gott sei Dank fertig, ausgelernt Bankkauffrau. Jawohl, kann man stolz drauf sein auf die Tochter. So, natürlich schwarze Pfeffer. Ihr könnt natürlich essen, wie ihr wollt, würzen, wie ihr wollt. Aber das ist das Endprodukt, habt ihr ja gerade gesehen. Jetzt eben halt der Geschmack. Nehmen wir mal so ein Stück. Bin ich mal gespannt. Mit Pilau direkt. Ja. Man merkt richtig von der Aubergine, das Öl hat richtig reingezogen, richtig lecker geworden. Wie ich das geschafft habe, das könnt ihr natürlich auch schaffen. Einfach mal Schritt für Schritt, Step by Step, die Anleitung, die ich euch gegeben habe, befolgen. Dann könnt ihr auch für euch, für die Familie, für die Kinder so ein leckeres türkisches Gericht kochen. Ich hoffe, das hat euch wieder Spaß gemacht, mir über die Schulter zu schauen. Nächste Woche gibt es natürlich wieder was anderes. Ich hatte ja eine Umfrage gestartet, was soll ich euch kochen? Da kamen die Leute an, alles mit Schwein. Leute, ich mache nichts mit Schwein. Ne? Alles was mit, was wollten die Königsberger Klöpse und Schinken und was weiß ich nicht alles. Nein, türkische Gerichte, wenn ihr welche kennt oder irgendwo mal gegessen habt oder wo ihr in der Türkei wart und habt es gegessen, ihr wisst aber nicht mehr, wie das geht. Das meinte ich damit. Könnt ihr ja vielleicht jetzt in den Kommentaren schreiben. Für nächste Woche, wenn da interessante Sachen dabei sind, dann versuche ich das für euch zu kochen. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt weiterhin gesund. Bis nächste Woche. Euer Mehmet Umi. Ciao Leute.